Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute gibt es mal wieder was zu sehen vom guten alten Battlemage, denn da habe ich euch auch ein bisschen was zu zeigen, was hier in der Zwischenzeit so passiert ist. Ansonsten möchte ich euch darüber informieren, dass heute später am Abend noch ein Livestream stattfinden wird, auch nochmal mit Shakes and Fidget, und später dann auch noch gehen wir dann danach, nachdem Shakes and Fidget vorbei ist, dann noch ein bisschen in Sea of Thieves rein, bis spät in die Nacht. Und ja, da lade ich euch natürlich auch sehr, sehr gerne ein, dabei zu sein. Ein Spiel, was mir sehr, sehr viel Spaß macht in letzter Zeit. Und ja, jetzt momentan, wo man nicht so viel zeigen kann, weil ja, Shakes and Fidget relativ unspielbar ist teilweise, sind andere Spiele relativ erfrischend. Deswegen freut es mich auch, wenn ein paar Leute auch nicht nur wegen Shakes and Fidget da sind, sondern auch wegen anderen Games vielleicht, ne? Ja, auf jeden Fall das dazu, also heute das Video, und später gegen, sagen wir mal, ja, zwischen 18 und 20 Uhr, irgendwann in dem Zeitraum dazwischen, kann ich euch nicht ganz genau sagen, werde ich dann live gehen. Und ja, das ist dann heute am Mittwoch. Ansonsten morgen am Donnerstag werde ich dann auch nochmal live gehen. Da ist ja dann der Elevator-Start auf S1 und S31. Und da mein Main ja auf S31 ist, kann ich euch den dort auch zeigen. Da bin ich dann live zwischen 19 und 20 Uhr, so in dem Zeitraum circa. Werdet ihr ja dann sehen. Da könnt ihr euch dann morgen auf jeden Fall so ja, auf die Zeit etwa einstellen. Und dann werden wir da morgen am Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr dann zumindest schon mal auf mein Main reinschauen, was da so abgeht mit den Elevator, uns den neuen Content anschauen, den neuen Belzebub Shop und die neuen Belohnungen für die Einzelspieler, beziehungsweise halt auch die Gildenbelohnung. Wir werden so weit kommen, wie es geht mit meinem Main, ne? Mal schauen. Es sei denn, es ist wieder so das gleiche System wie letztes Mal, dann werden wir gucken, ja, werden wir schauen, wie weit wir es nötig haben zu kommen. Nicht, dass wir uns da wieder ja, irgendwie verschulden oder sowas irgendwie, ne? Also da müssen wir mal ein bisschen aufpassen diesmal denn, ne? Genau, auf jeden Fall werden wir uns das Ganze morgen dann mal im Stream anschauen. Und am Freitag gibt es ja dann auch nochmal einen Livestream. Da werde ich dann, also könnt ihr euch quasi ja, hier eine Strichliste machen, da werde ich dann ab 15 Uhr schon live sein, denn dort startet ja dann der reguläre Elevator. Und da werden wir dann nochmal auf W50 und W27 nochmal reinschauen und uns dann den offiziellen ja, Start des Elevators dann auch nochmal zusammen im Livestream geben. Ansonsten, der startet ja dann um 16 Uhr. Wie gesagt, um 15 Uhr geht der Livestream los. Und um 16 Uhr habe ich dann natürlich auch nochmal wie gewohnt eine kleine Überraschung für euch. Deswegen, da solltet ihr auf jeden Fall die Augen und Ohren offen halten. Und wenn ihr dahingehend auch nichts verpassen wollt, ja, dann ist es natürlich auch sehr empfehlenswert, den Kanal hier ein kostenloses Abo dazulassen, um mich zu supporten und wie gesagt, um nichts in der Zukunft zu verpassen. Jo, auf jeden Fall das soweit dazu. Wir sind, wie gesagt, heute auf dem ja, Battlemage, und hier haben wir was ganz Bestimmtes vor, denn, ja, was soll ich sagen, der verwegene Verkäufer, der ist ziemlich verwegen, muss man mal so sagen, denn wenn man sich diesen Try hier mal anschaut, sieht der Anfang erstmal relativ unscheinbar aus, doch es ändert sich im Laufe des ja, Kampfgeschehens, und man sieht, ey, der Bertram, dadurch, dass ja, der Bertram eigentlich nicht so stark ist, hat er hier relativ hart überzeugt, muss ich mal so sagen. Marquardt hat auch sein Übriges getan, und die Kunigunde, die haut hier auch nochmal den ein oder anderen Hit raus und weicht auch relativ häufig aus. Der verwegene Verkäufer ist einer von den Gegnern, den ich hier auf dem Battlemage ja schon etwas länger vor mir habe. Hier aber nicht wirklich erpicht war, Pilze reinzustecken in die Dungeons, weil, wie gesagt, der Battlemage sowieso keine großartige Dungeon-Klasse ist. Man könnte eigentlich denken, ich gewinne hier, aber leider habe ich hier hart reingefailt nochmal zum Schluss. Ansonsten, ich hatte schon echt gedacht, ich gewinne, aber ja, das ist wirklich ein ziemlich knapper Fight gewesen. Deswegen wollen wir mal schauen, ob wir den heute in der Folge hier besiegen können. Wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so der Freund davon, aber nach diesem Try
Da konnte ich mir nicht die Blöße geben und muss das nochmal ein bisschen probieren. Ansonsten, was noch relativ interessant ist, da kann man aber keine großartige Bewertung drauf geben, weil die internationale Ehrenhalle gerade drunter und drüber geht. Black Bull momentan auf Platz 45 weltweit. Sonst waren wir immer so in den 50ern. Und wenn man mal ein bisschen runterschaut, ja, die werden gerade ein bisschen durchgereicht hier. Flames of Destiny jetzt auf Platz 54. Das heißt, es ist wahrscheinlich schon passiert, dass Black Bull gegen meine alte Main-Gilde gekämpft hat, in der ich aber nicht mehr drinne gewesen bin. Das heißt, ich habe nicht gegen mich selbst gekämpft, sondern ich bin aus der Gilde ja schon raus und dann hat die alte Gilde halt gegen mich hier gekämpft auf dem Server, auf W27 mit meinem Battle Mage. Das Ding ist aber, sobald Flames of Destiny nicht mehr S31 vertritt, sondern Celtic S31 vertritt, und das wird jetzt bald auch der Fall sein. Wir haben jetzt schon ganz gut aufgeholt, unsere Ehre, und wenn wir hier auf Platz 1 sind, steigen wir automatisch in die internationale Ehrenhalle auf. Dann ändert sich das Ganze nochmal, denn dort wird dann S31 mit Flames of Destiny nicht mehr durchgereicht, sondern ab da an, da rollen wir dann die Ehrenhalle auf, und dadurch, dass wir ja, wer das Video nicht gesehen haben sollte, kann das gerne nochmal nachholen. Dadurch, dass Celtic jetzt vom Leveldurchschnitt her in den Top 10 weltweit liegt, der ja, besten Gilden, wie gesagt, ist momentan wirklich alles hier drunter und drüber, sag ich mal, haben wir gute Chancen, dass wir auch relativ weit oben platziert sein werden. Und deswegen, das, was jetzt hier Flames of Destiny ja, sich gefallen lässt, beziehungsweise wie weit die durchgereicht werden, umso höher und stärker kommt S31 dann mit Celtic wieder zurück und werden dann auch relativ bald wahrscheinlich gegen Black Bull dann kämpfen können. Das heißt, ich kriege dann doch noch meinen Kampf, indem ich mit Celtic auf S31 ja, in der internationalen Ehrenhalle vertreten bin und mit Black Bull in der internationalen Ehrenhalle vertreten bin und dann halt ich gegen mich selbst dann halt auf 2 verschiedenen Servern kämpfe. Das feiere ich sehr, das finde ich nice, und deswegen werden wir wahrscheinlich Black Bull mit Celtic dann auch überholen und uns wahrscheinlich ja definitiv in den Top 20 bewegen. Und mal gucken, wie weit wir dann noch nach oben kommen mit Celtic, ne? Und mit Black Bull sind wir nach wie vor auch auf einem sehr, sehr guten Weg nach oben. Da haben wir auch relativ viele Server schon aufgeholt mittlerweile. Also auch eine sehr starke Gilde mit einer sehr starken Zukunft. Und ja, jetzt gucken wir aber zuerst mal hier in den Dungeon rein und gucken mal, oha, na, das ist ja schon Try, den kann man sich ja hier schon fast mal anschauen. Wir machen mal ein bisschen schneller. Ist eine sehr nice Funktion hier an sich zum ja, Spectaten, sag ich mal. Für YouTube-Videos ist es ideal. Oder für Livestreams oder so kann man das Ganze ein bisschen vorspulen. Ich bin echt nicht sehr stark, muss ich sagen. Also, oder ja, der Verkäufer, der weicht hier echt ziemlich hart aus, weil das sah schon wieder nach einem Try aus, wo ich gedacht hätte, Alter, der könnte doch drin sein. Und es war schon wieder, ja, wir haben schon wieder nicht sehr viel Damage gemacht. Ich gucke nochmal, oh, zu wenig Gold. Aber gut, das hätte jetzt hier natürlich schon ein bisschen was verändern können. Gut, dass wir da jetzt nochmal nachgeschaut haben. Ja, ich weiß gar nicht, wann ich denn die Waffe gewechselt habe hier von der Kunigunde. Das kann ich gar nicht sagen. Haben wir denn hier noch irgendeine Waffe oder sowas im Inventar? Auf jeden Fall können wir was... Okay, das können wir nicht ins Klo werfen. Gut, 13 macht jetzt hier nicht den Unterschied. Machen wir das mal ins Klöchen, Pupöchen. Und wir gehen nochmal rein in den Dungeon. Ja, mal schauen. Jetzt nochmal mit allen Verzauberungen dann schlussendlich. Kunigunde. Ich sag euch, der liegt definitiv noch, die Folge. Also die Tries sehen ja wirklich sehr, sehr gut aus, teilweise. Also ich weiß nicht, ob wir extrem reingelackt haben. Aber die sind ja konstant schon recht weit fortgeschritten hier, die Kämpfe. Da sollte man aber nicht allzu viel drauf geben, denn wie gesagt, der Schaden des Battle Mages ist wirklich ziemlich starr, und wenn hier nicht die Kunigunde irgendwie richtig hart reinknallt, dann werden wir das auch nicht tun, denn wir als Battle Mage, wir können gar nichts, wir können nicht ausweichen, wir können nicht blocken, wir können nichts. Er kann hier ausweichen, deswegen haben wir zum Schluss relativ wenig Chancen hier gegen den Verkäufer. Dadurch, dass wir aber schon ein paar Kämpfe
gesehen haben, die ja echt gut aussahen, bin ich hier eigentlich guter Dinge. Ne? Bin ich eigentlich guter Dinge. Aber sieht momentan nicht danach aus. Wir schauen mal bei Ares kurz rein, aber ich glaube, nee, okay. Wir schauen nicht bei Ares rein, das ist ja hier absolut deprimierend, was wir hier geboten bekommen. Gehen wir mal ein bisschen in die Enter-Tasten-Funktion rein, ja. Mal schauen. Oh, auch wieder ein sehr knapper Fight hier. Oh, ganz knappe Fights hintereinander, zweimal auf 1,5 oder so Milliarden Leben. Das ist ja schon heftig. Wäre definitiv eine coole Sache, 1,4, wenn wir den hier im Video besiegen könnten, weil, wie gesagt, privat pilze ich hier nicht großartig rein. Das ist mir dann zu schade, muss ich sagen. Ich mache es dann halt wirklich nur in Videos oder Livestreams, weil es halt relativ anschaulich ist. Oh, auf 1 Milliarde runter. Na komm, jetzt pilzen wir aber mal ein bisschen schneller rein hier. Mal gucken, wie die Kämpfe aussehen. 1,6. Ja, das ist wirklich sehr, sehr abhängig von der Kunigunde, habe ich das Gefühl irgendwie. Die hier das meiste an Randomness übernimmt. Da war er nochmal eben auf 1,1 Milliarden. So schnell kann man sowieso gar nicht pilzen, weil der Server hier gar nicht so richtig schnell hinterherkommt. Das ist natürlich, ja, das ist... Oh, was war das denn? Auf 79 Millionen runter oder was? Alter, das kann ich ja nicht glauben, ey. Oh, da haben wir ihn. Nice, nice, nice. Da gucken wir uns den Kampf nochmal an direkt. Gut, der kann raus. Verwegener Verkäufer. Let's go. Wir skippen das Ganze mal. Nice. Alter, da haben wir ihn besiegt hier auf dem Battle Mage. Wieder ein Gegner weiter. Mal gucken, was hier die Begleiter so angerichtet haben. Und was ich schlussendlich hier an Beitrag dazu geleistet habe. Mal schauen, der Bertram wieder mit gut durchschnittlichen Schaden. Der Marquardt hier auch, boah, viele Crit-Treffer. Ich meine, mein Marquardt ist nicht gut ausgerüstet, das habe ich jetzt gemerkt. Der hat hier ja fast nur Crit-Treffer rausgehauen, muss ich mal so sagen. Aber die haben alle keinen wirklichen Impact gehabt. Liegt halt daran, dass meine Begleiter auf dem Server sind generell nicht sehr gut ausgerüstet. Lege ich nicht so viel Wert drauf, muss ich sagen. Gut, ist für mich, muss ich irgendwo sagen, so ein bisschen Geldverschwenderei, wenn ich jetzt noch die komplett ausrüste. Und früher oder später fallen die Gegner hier sowieso. Und indirekt, wenn man sich die Gegner aufspart, ist es eigentlich umso besser. Deswegen renne ich den Gegnern hier auch nicht so wirklich hinterher. Ne? Bis auf, wenn ich mal hier so ein Video mache. So zum Gucken, so ein bisschen was zum Gucken ist ja nicht verkehrt. Ne? Jetzt haben wir hier den Awawuwu vor uns. Das ist wieder ein Intelligenzgegner. Ja, da sind wir jetzt, glaube ich, erstmal komplett hard stuck. Also, ich glaube, dieses Jahr kommen wir hier jetzt nicht mehr weiter. Ares könnte eventuell, aber der sieht auch unmöglich. Also ich glaube, jetzt sind wir erstmal disabled hier die nächsten paar Monate auf jeden Fall. Naja, gut. Haben wir das erstmal soweit geschafft hier auf dem Account. Ist ja auch nicht verkehrt. Okay, Leute, das war es soweit für das Video heute. Wie gesagt, später gibt es noch einen Livestream. Zwischen 18 und 20 Uhr geht es los mit Shakes and Fidget, danach Sea of Thieves. Dann morgen gibt es einen Livestream zwischen 19 und 20 Uhr. Wir gehen in den Hellevator rein am Donnerstag und am Freitag dann der offizielle Start zum Hellevator auch nochmal ein Livestream. Der startet dann um 15 Uhr und gucken dann um 16 Uhr uns den Start an. Und dann gibt es halt, wie gesagt, noch eine kleine Überraschung dort für euch dann ab 16 Uhr. Und das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Falls das Ganze euch gefallen hat, dann lasst dem Video gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.